Moin Leute, auf YouTube gibt es wieder mal spannende Neuigkeiten, und zwar YouTube führt hier ein neues System für die Livestreams ein. Diese Funktion wurde offiziell von YouTube angekündigt. Link zu dem Text natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Hier gibt es jetzt ein ganz neues Bezahlsystem für Livestreams, und zwar mit Juwelen und Rubinen. Das hört sich doch alles schon mal ganz modern an und wir kennen sowas von TikTok. Aber in den Kleingedruckten verstecken sich hier noch einige Details, die solltet ihr wissen, bevor ihr auf das System umstellt. Fassen wir das Konzept doch einfach mal simpel zusammen. Wie ist das Konzept aufgebaut? Ganz einfach. Ihr kauft in einem Store, in einem Shop Juwelensets. Das kennen wir zum Beispiel aus dem Gaming oder vielleicht auch von TikTok oder anderen Plattformen. Dort gibt es ähnliche Systeme. Mit diesen Juwelensets begebt ihr euch auf YouTube und könnt euren Creatoren kleinere Geschenke machen. Das heißt, ihr könnt diese Juwelen bei euren Creatoren in den Livestreams ausgeben und diese erhalten dann im Gegenzug nicht diese Juwelen, sondern Rubine. Also im Großen und Ganzen schon ein System, was ziemlich verschachtelt ist. Was bereitet mir an diesem System so ein bisschen Bauchschmerzen? Ja, schauen wir uns das mal etwas näher an. Hier möchte ich euch einfach mal 3 Punkte mitgeben, die ihr am Anfang einfach wissen solltet, bevor ihr das System aktiviert. Irgendwann wird vielleicht eine Benachrichtigung bei euch im YouTube Studio aufpoppen, dass ihr auf das neue Bezahlsystem oder auf dieses neue, auf diese neue Währung umschalten könnt. Wenn ihr dieses gemacht habt, werdet ihr natürlich als erstes sofort die Supersticker verlieren. Das ist in meinen Augen ein großes Problem. Ich hätte es als YouTube so gemacht, ich hätte beide Systeme nebeneinander laufen lassen, denn viele eurer Zuschauer, besonders für die Creatoren, die lange Livestream oder viel Livestream, die haben sich an diese Superstickers sehr gut gewöhnt. Man weiß, wie das funktioniert und es läuft alles tadellos. Wenn wir jetzt solche Änderungen machen, kann das für diese Leute ja wie ein Wurf ins kalte Wasser sein und die Superstickers sind einfach weg. Der zweite Punkt ist ein weiterer Punkt, den man auf jeden Fall auch nochmal beachten sollte. Sobald ihr nämlich eine Streaming-Software verwendet, ich sage einfach mal OBS, das dürfte mit das bekannteste für euch sein, kann es sein, dass eventuell diese Geschenke nicht angezeigt werden oder nicht richtig angezeigt werden. Das bedeutet natürlich für mich als Creator, ich kann mich nicht nur auf meine Streaming-Software verlassen, sondern muss nebenher noch ein Handy irgendwo hinhängen oder einen Bildschirm und muss den Chat mitlesen, damit ich überhaupt sehe, wenn ich diese kleinen Geschenke erhalte. Denn nichts ist schlimmer für einen Creator, wenn er ein Geschenk erhält und zeigt keine Dankbarkeit im Gegenzug. Das heißt, ihr bekommt dann diese Geschenke von euren Zuschauern zugesendet. Eine kleine Animation fliegt eventuell durch den Chat, aber ihr habt es als Creator gar nicht gesehen und der Zuschauer ist dann massiv enttäuscht, weil ihr ihn einfach nicht erwähnt habt. Der dritte Punkt, der mich stört, ist die Verschleierung des Wertes. Das heißt, der Zuschauer muss jetzt irgendwo diese Juwelensets kaufen und gibt sie an den Creator. Dort werden sie umgetauscht zu Rubinen. Schon haben wir wieder eine andere Währung und diese Rubinen, diese tun wir dann irgendwie in Geld umwandeln. Wie genau da der Satz ist, das weiß ich eigentlich auch noch nicht. Das heißt, wir wissen gar nicht, was dann so bei dem Creator schlussendlich hängen bleibt. Und je nachdem, in welchem Store man das kauft oder über welches Gerät man das kauft, kann es dann auch sein, dass der Zuschauer unterschiedliche Werte quasi ausgibt. Denn ihr wisst ja zum Beispiel, wenn man im Apple Store was kauft, schlägt Apple generell einen hohen Ausschlag drauf. Diesen sieht zwar der Zuschauer nicht, der kauft, aber in dem Moment sind natürlich die Rubine und die Juwelen plötzlich weniger wert. Ihr gebt das Geld oder diese Ingame-Währung an euren Creator eurer Wahl und er bekommt dann dementsprechend eventuell weniger von dem zurück, was ihr ihm überhaupt gegeben habt. Das ist meiner Meinung nach der größte Knackpunkt, den man hier auf jeden Fall noch mit beachten sollte oder im Vorfeld wissen sollte, bevor man das einfach umstellt. Kommen wir zu einem kleinen Fazit. Was gefällt mir und was stört mich an diesem ganzen System? Zum einen finde ich es gut, dass YouTube sich hier wieder weiterentwickelt und eventuell gute Systeme einführt, die auch auf anderen Plattformen gut funktionieren, wie zum Beispiel TikTok. Was mir allerdings nicht so gut gefällt, ist, dass ich dann meine Superstickers dafür verliere. Ich hätte gerne beide Systeme parallel behalten, denn einige meiner Zuschauer haben sich daran gewöhnt und werden diese weiter verwenden wollen und werden dann massiv vor den Kopf gestoßen, wenn ich von heute auf morgen umstelle. Als zweites gefällt mir nicht die Intransparentität des Geldes, das heißt, wie viel Geld bezahlt mein Zuschauer und wie viel kommt dann schlussendlich bei mir an. Also, jetzt seid ihr gefragt, was haltet ihr von diesem neuen System? Würdet ihr auf das neue System umstellen oder wie würde es euch vor allen Dingen gefallen, wenn euer Creator, bei dem ihr regelmäßig Livestreams schaut, dieses neue System plötzlich einführen würde? Würdet ihr es annehmen oder wärt ihr eher skeptisch dagegen eingestellt? Schreibt es mir doch bitte mal in die Kommentare, was ihr von diesem neuen System
Betriebssystem haltet und würdet ihr vielleicht doch lieber die Superstickers behalten? Teilt es mir doch einfach mit. Also, ich sage mit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.